Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr diese coolen Schuhe machen könnt. Ich wurde schon ganz oft von euch darauf angesprochen und ich habe die nicht gekauft, sondern ich habe sie selbst gemacht. Das sind ganz normale Nike Roche, die ich mit so einem Blumenmuster verziert habe. Und da möchte ich euch heute zeigen, wie ihr das mit ein paar Tricks ganz leicht selbst machen könnt. Also los geht's! Als erstes benötigt ihr ein paar Sachen, und zwar natürlich ein paar Nike-Schuhe. Ich habe hier türkisenen Nike Roche verwendet. Dann braucht ihr etwas Blumenstoff eurer Wahl. Ich habe hier einfach den von Ikea verwendet, der ist super günstig und eignet sich ideal. Dann benötigt ihr Textilkleber, einen Bleistift, eine gute Schere, einen etwas festeren Pinsel und zuletzt einen scharfen Cutter. Ich schreibe euch alle Produkte und wo ich sie her habe, noch einmal in die Infobox. Diesen Schuh habe ich schon mal vorbereitet für euch. Der hat hier an beiden Seiten an dem Nike-Zeichen das Blumenmuster und auch hinten. Und an diesem Schuh möchte ich euch ja zeigen, wie ihr das ganz genauso hinbekommt. Was hilft, ist, dass ihr als allererstes den Schuh erstmal ausstopft. Ich habe hier einfach Papier und Pappe verwendet. Dadurch wird der Schuh einfach noch viel stabiler und so können wir besser mit ihm arbeiten. Als nächstes nehme ich meine Stoffreste und suche mir aus, wo später das Muster drauf kommt. Es sollte etwas sein, wo natürlich auch die Blume zu sehen ist, wie hier. Daher werde ich etwa diesen Bereich nehmen. Was ihr danach macht, ist, dass ihr einfach den Stoff über das Nike-Zeichen legt, also euren Lieblingsbereich, wo ihr später das Nike-Zeichen sehen wollt. Und dann benutzt ihr einen Bleistift, um diesen Bereich abzupausen. Es bietet sich an, dass ihr einen etwas durchsichtigen Stoff nehmt, wie diesen hier, der einen weißen Hintergrund hat. So kann man das Nike-Zeichen einfach besser erkennen. Man kann es zwar auch erkennen, indem man es fühlt, aber es ist einfach besser, wenn man es zusätzlich noch sehen kann. Ich habe das Nike-Zeichen jetzt abgepaust. Wie ihr seht, sieht das alles andere als perfekt aus. Das ist auch gar nicht schlimm. Das Feintuning machen wir später. Was aber sehr, sehr wichtig ist, dass ihr noch ein bisschen mehr Platz lässt nebendran. Also man schneidet gerne ein bisschen zu viel ab. Daher ist es wichtig, dass ihr einfach noch ein bisschen mehr Stoff um das Nike-Zeichen herum lässt. Und das Feintuning machen wir dann gleich. Das Ganze schneide ich jetzt grob mit einer Schere aus. Weil ich mir nicht so sicher war, welchen Bereich ich nehmen wollte, habe ich das einfach mit 3 unterschiedlichen Bereichen gemacht. Und die halte ich jetzt einfach mal an, um herauszufinden, was mir am besten gefällt. Dieses hier zum Beispiel passt zwar perfekt, aber es gefällt mir nicht so gut, weil mir ein bisschen zu viel Rotanteil ist. Dieses hier zum Beispiel finde ich richtig perfekt und das werde ich jetzt ankleben. Dafür benutze ich ganz einfachen Textilkleber. Es hilft, wenn ihr den vorher ein bisschen auf dem Papier auftragt und dann den groben Pinsel benutzt, um das schön fein aufzustreichen. Ihr solltet sehen, dass die Schicht nicht zu dick ist und nicht zu dünn. Ungefähr diese Dicke sollte unsere Kleberschicht haben und da drücken wir jetzt ganz vorsichtig unser Nike-Zeichen fest. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn das erstmal daneben geht. Ihr könnt das ganz leicht wieder abziehen, solange bis der Kleber noch nicht richtig getrocknet ist. So sieht das nun schon mal aus. Wie ihr seht, ist das alles andere als perfekt. Man sieht zum Beispiel auch noch die Bleistiftreste. Das ist aber so gewollt, denn das Feintuning machen wir jetzt mit unserem Cutter. Mit dem Cutter müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein, denn das ist ein sehr, sehr scharfes Messer. Das sollte auch scharf sein, aber wie gesagt, müsst ihr da ganz, ganz vorsichtig sein. Am besten nehmt ihr euch auch noch Hilfe dazu, wenn ihr zum Beispiel Eltern habt, die das für euch machen können oder so. Und damit geht ihr jetzt ganz vorsichtig nochmal an den Rändern entlang. Ihr merkt ja, wo das Nike-Zeichen vorher war und das versuchen wir dann auch nachzuzeichnen. Und so sieht unser fast fertiger Schuh nun aus. Sieht schon wirklich richtig toll aus. Wobei ich finde, dass noch etwas fehlt. Und zwar finde ich es sehr schön, wenn das Ende auch so ein bisschen dieses Rosenmuster hat. Und da zeige ich euch nun, wie das geht. Es ist ein bisschen komplizierter, aber das bekommt ihr auch super hin. Ihr macht das ganz genauso wie bei dem Nike-Zeichen, dass ihr als erstes einmal schaut, welchen Bereich ihr nehmen wollt. Und dann malt ihr das genauso mit einem Bleistift nach. Wie ihr seht, ist der Bereich auch wieder deutlich größer, weil wir das genauso mit dem Cutter ja wieder nachschneiden wollen. Nun trage ich wieder etwas Kleber auf, weil das an dieser Stelle relativ viel einzieht, könnt ihr das direkt auf den Schuh auftragen. Dann klebe ich unser Stoffstück fest. Und zum Schluss benutzt ihr nur noch den Cutter, um die Ränder wieder etwas nachzuschneiden.
So ihr Lieben, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ihr könnt damit wunderschöne Schuhe machen. Es ist natürlich so, dass es nicht so ganz leicht ist, das gebe ich zu. Es hilft auf jeden Fall, wenn man irgendjemand dabei hat, der ein bisschen künstlerisch begabt ist. Bei mir hat zum Beispiel mein Freund ein bisschen mitgeholfen, sonst hätte ich das auch nicht so gut hinbekommen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Überraschung für euch, und zwar ist es so, dass ich gerne ein Paar Schuhe verlosen möchte, und zwar in der Größe eurer Wahl und in der Farbe eurer Wahl. Also schreibt einfach darunter, welche Größe ihr gerne hättet und welche Farbe, und dann lose ich unter allen Kommentaren ein Paar Schuhe aus. Also viel Glück euch!